Na, so langsam sollte man... Ah, da ist nochmal die Hindenburg. Das muss echt ein Schauspiel damals gewesen sein. Einen Aufzug haben wir ja auch, das ist ja... Aber wie viele Etagen kann denn bitte sehr so ein Zeppelin haben? Also ich würde jetzt glatt mal denken, im Höchstfall 2. Und da wir ja schon einmal Treppen gelaufen sind, na gut. Das sieht echt hübsch aus. Ja, die Farbgebung hat was. Dieses Grau und Rot, das ist echt... Oh. What happened here? Nothing to worry about, my good man. What happens on the Hindenburg stays on the Hindenburg. Dass ich von der Polizei bin, sollte ich vielleicht nicht unbedingt sagen. How can you work in a place like this? You don't want to know where I worked before this, my good man. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnen sollte. Ich lasse es erstmal sein. Sicher ist sicher. Muss doch nicht gleich jeder wissen, dass ich ehemaliger Polizist bin. Der japanische Garten der Hindenburg. Hübsch, hübsch. Kann man sich eigentlich gefallen lassen. Moment, mich kratzt was. Da spielt doch jemand Golf, oder? Ach, da hinten. Jetzt sehe ich sie auch. Hier ist noch ein Schild. Kann ich aber nichts machen. Warum liegt denn hier überall... Ach, das sind Blätter. Das ist gar kein Blut. Okay. The Amazing Schala. Okay. Bis das mal ins Auge geht. Bravo. Nein! Was ist jetzt passiert? Ist sie... Sie ist doch jetzt nicht... Ich kann da nicht hingucken. Verdammte Axt. Wieso kann ich da nicht hingucken? I'm sorry. Echt jetzt? Nur I'm sorry? Naja, gut. Ich glaube, wir sollten gehen. Der Herr könnte ein bisschen angespannt sein. So, nun kommen wir der Sache langsam ein bisschen näher. Hier haben wir zumindest schon mal einen Ausgang, wie es scheint. If it wasn't for my habit of checking all possible exits when I walk into the lion's den, I'd be a dead man. Ja, das könnte manchmal von Vorteil sein. You should be rotting in jail. Da ist der Bastard. You'll be surprised what a little good behavior can do for a person. You're not gonna ask me for my last words this time? I'm a lot closer to death than when I last saw you. As are you.
Ah, ist Capone etwa krank? Not close enough. Hmm? Close enough for who? If you knew how often I've dreamt of you dying, you'd never have called me. Look, I didn't ask you here to find out who's got the snappiest comebacks. I want to hire you. What? I require your services as a detective. Okay, das ist mal was Neues. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da noch so ein bisschen misstrauisch. What's your game? Who do you take me for? Look, Ness. My granddaughter Sophia has been kidnapped. When what happened to my son, Vittorio, I put her in a boarding school. She was entered under a false surname, Colombo. Nobody knows who she is. Nobody? Only Milton, the man who brought you here. I trust him completely. 2 days ago, a guy turned up at the boarding school. He introduced himself as Guido Colombo, the girl's uncle, and her new legal guardian. He said her parents had just died in a tragic automobile accident. He produced all the relevant papers, driver's license, the custody document supposedly made out by the father, the death certificates. He explained away the fact that the girl didn't know him by saying he moved to Seattle before she was born. Any clues? Nah. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy. She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. As for the guy, the school principal said he was tall and slim, in his 50s. No particular accent. Black hair, no beard, no glasses. Well dressed. Could be anyone. But I know he was hired by one of my old associates. Someone wants to finish me once and for all. Maybe they want control of what's left of my organization. Maybe they hate my guts. And I thought I was the only one who still hated you after 20 years. What else have you got? I got this. And I got you. You don't have me. My place is at my diner. And your girl's not there. Huh. So where should I be looking? Naja, da er ja eigentlich der oberste Mafia-Pate ist, müsste er doch eigentlich Möglichkeiten haben, oder nicht? You were the biggest boss in the Mafia. And by the looks of this place, you didn't lose everything. Why don't you ask one of your subordinates for help? You don't listen, do you? The kidnapper was hired by one of my men. One of the people I trust. So why me? 20 years ago, I pushed you to the edge. I bought your friends and killed the ones who couldn't be bought. I got you so obsessed with me that your wife ended up leaving you. When you had nothing left, you walked into my house, shot my bodyguards, and pointed a gun at me. You could have killed me. But you chose to take it out on this piano. You're the only honest man I know. Puh. Naja, recht hat er ja. Wir sind wohl der einzigste Mensch, der ihn zwar hasst, aber nicht die Chance genutzt hat, ihn zu ermorden. Aber, naja, wir haben es wirklich nur gemacht, weil das Kind da stand. I'll do it. Not for you. For her. I knew I got the right guy. But I want something in return. As you can see, I'm not short of money. Ask. I won't haggle. Puh. Ja, das ist schwierig jetzt. Also ich würde ja glatt sagen, dass er sich freiwillig denn der Polizei stellt und ins Gefängnis geht. Aber wie er ja schon selber sagte, er hat ja eigentlich nicht mehr viel zu sagen anscheinend. Spende finde ich schwachsinnig, ich bin kein Freund von Spenden. Exil. Gut, wenn er jetzt sagen würde, er würde komplett zurücktreten und
ich sag mal, einfach von der Bildfläche verschwinden, denke ich mal, wäre das am sinnigsten. Im Gefängnis, also wenn ich das heutzutage schon sehe, klar, logisch, die damaligen Nazi-Oberhäupter, klar haben sie es verdient, dass sie ins Gefängnis kommen und so, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwachsinnig, wenn da so 80, 85, 90-Jähriger vor Gericht ist und dann da nochmal, was weiß ich, für lebenslang quasi verknackt wird, obwohl jeder eigentlich ganz genau weiß, dass er im Höchstfall vielleicht noch ein halbes, dreiviertel Jahr macht. Ich sage einfach mal, er soll ins Exil verschwinden. You leave Santa Esperanza and the country forever. It's a deal. I always wanted to die in Sicily, but that's the least of my worries. I don't give a damn what happens to me, Ness. You just save Sophia. And you can start by investigating Carlo Boccherini. How did you know? Biggest forger in Santa Esperanza. Wouldn't surprise me if Sophia's so-called uncle's papers were made by him. Besides, he's been cursing your name ever since we put you in jail. Hey, I treated him like a son. After you killed his parents. They were selling booze without my permission. Wait, you know where to find them? I have a good contact at the station. A girl. Rookie. Straight arrow. Reliable. A girl? You saying you trust her? You are such a chauvinist. Do you trust me? Deal? Na gut. Abgemacht. That's a spirit. Keep Milton informed at all times, huh? You hear me? I know you from somewhere. Na gut. Jetzt scheinen wir zumindest zu wissen, worum sich diese ganze Geschichte drehen wird. Not gonna ask me for my last words. You should be running. I'm never going to help you. Why me? I'm not asking you to help me. I'm not a cowboy. I'll do it. Not for you. For her. Der Kerl scheint sich auf jeden Fall vieles immer zu Herzen zu nehmen. This town's become a jungle. Where not even the rats are safe. Those who swore to protect us fight to steal the last scraps of dignity we have left. And those who should judge them prefer to squabble over their prey. But it wasn't always like this. The Santa Esperanza I was born in was a clean town. A place where it meant something to be a cop. Oh, shit. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht begriffen, dass ich hier... Das soll mir auch mal einer sagen, dass ich hier, wenn hier Schriftzeichen sind, dass ich hier rumballern soll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist recht stylisch gemacht. Also das gefällt mir gerade ultra geil. Jetzt kommen wir wieder raus da. Zum Glück können die Typen noch weniger schießen als ich. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn noch im Kopf geschossen. He took everything I had, but in the end I sent him to hell. Krass geil. Das ist mal sehr, sehr geil. Muss ich gleich mal ein Foto von machen. Rebuilt my life. Got my feet back on the ground. But now he's back. And he's dragged me in. I'm gonna need help.